Oft wurde mir die Frage gestellt, Alex, warum bist du eigentlich noch nie Turkish Airlines geflogen? Es hat einfach nie so wirklich gepasst. Aber heute ist es soweit. Ich fliege Business Class mit Turkish Airlines von Düsseldorf über Istanbul bis hin nach Taipei und starte danach meine China-Reise. Ich habe viel Gutes gehört, vor allem Essen und Service sollen echt gut sein und ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Viel Spaß mit meinem ersten Video über Turkish Airlines. Viel Spaß mit dem Video. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen vom Düsseldorfer Flughafen. Uiuiui, hier ist ganz schön dunkel. Ich nehme euch mal direkt mit. Lalala. Ich wollte eigentlich ganz entspannt gestern Abend schon mit Zug hier hinfahren, damit ich dann ganz entspannt heute Morgen losfliegen kann. Aber dann ist mir noch was dazwischen gekommen und jetzt bin ich heute Morgen erst angereist. Wir haben jetzt 8:45 und um 10:30 Uhr fliege ich heute mit Turkish Airlines zum ersten Mal in meinem Leben erstmal nach Istanbul und von Istanbul geht es dann einfach weiter nach China. Nee, nicht nach China. Wir fliegen erstmal nach Taipei, aber ich möchte nach China. Taipei ist ja die Hauptstadt von Taiwan. So langsam wurde es auch mal wieder Zeit für eine richtig neue und crazy Reise. Ich war noch nie in China. Bin jetzt 2 Wochen einfach mal alleine in China. Und Turkish Airlines, da freue ich mich richtig drauf. Weil ihr habt immer geschrieben, Alex, wann fliegst du nun mal Turkish Airlines? Ja, hallo. Also diese Lifte hier, die sind irgendwie immer Schrott. Neuer Versuch. Ich latsche jetzt erstmal zum Flughafen und dann sehen wir uns da wieder. Ich bin gespannt, wird auf jeden Fall, ich glaube, ich bin jetzt bestimmt 17, 18 Stunden unterwegs. Aber ich freue mich und wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich auch schon im Flughafen, Leute. Normalerweise fliege ich immer von da ganz hinten los. Da ist ja Lufthansa und so, das ist immer bei den A-Gates. Jetzt muss ich einmal hier nach ganz hinten. In diesem Bereich vom Flughafen war ich noch nie. So gefühlt. Aber je weiter man nach hinten geht, desto weniger ist los. Das ist so ganz nett. So, schaut mal hier. Ganz hinten habe ich es doch gefunden. Und hier steht es auch schon Business Class. Ja, komm, gebe ich mal meinen Koffer ab, ne? Dann bin ich den schon mal los. Das mache ich jetzt bei Langstreckenflügen immer. So Leute, das hat optimal und schnell geklappt. Ich habe jetzt hier meine Boarding Passes, Lounge Pass. Wir fliegen natürlich Business Class, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Es gibt aber noch ein paar wichtige Sachen zu erwähnen. Das machen wir jetzt sofort. Ich suche jetzt erstmal ein Plätzchen, wo ich mich hinsetzen kann. Und ich fasse euch dann nochmal alles zusammen. Ey Leute, ich komme gerade wirklich nicht klar. Ich war noch nie in meinem Leben hier bei den C-Gates. Das ist ja nochmal eine ganz neue Welt hier für mich. So, ich bin jetzt mittlerweile hier in der Lounge. Ich habe wirklich eben gedacht, ich bin noch nie hier gewesen am Flugsteig C. Zumindest konnte ich mich nicht dran erinnern, aber ich bin schon mal von hier geflogen. Also auch schon öfter, aber ist schon ewig her. Hier gibt es auch eine Emirates Lounge und dann jetzt halt noch diese hier und Turkish Airlines darf halt hier rein, aber das ist auch eine ganz normale Priority Pass Lounge, also jetzt nichts Besonderes. Ich bin mal gespannt, was mich da in Istanbul erwartet. Wir fliegen jetzt in einem A330, das ist echt cool, also ist an sich ein Langstreckenflugzeug von Düsseldorf nach Istanbul. Ich glaube, die haben in der Business Class eine 222-Konfiguration, ist aber auch schon recht alt, soweit ich das von Fotos gesehen habe. Und ich muss sagen, ich habe wirklich lange gesucht nach einem guten Flug, weil die Flüge sind gerade ziemlich teuer, weil halt die Hubs Dubai oder Katar zum Beispiel ja, nicht wirklich verlässlich auf sind. Und ich habe noch gar keinen Rückflug gebucht. Den buche ich jetzt gleich aber noch, weil ich habe sonst Angst, dass ich in China nicht reinkomme. Wenn ich jetzt aber direkt nach Shanghai geflogen wäre, wo ich eigentlich hin möchte, hätte ich irgendwie 5.000 Euro One-Way bezahlt. Und jetzt fliege ich nach Taipei und habe jetzt 2,2 bezahlt. Also natürlich auch viel Geld, aber ein Business-Class-Flug, ich bin damit jetzt, ist ja schon eine lange Reise, ist das okay. Gerade mit Blick auf die aktuelle Situation. Was auf der einen Seite schade ist, auf der anderen Seite aber auch gut. Ich fliege nach 777 von Istanbul nach Taipei. Und das ist eine recht alte Business-Class-Konfiguration von Turkish Airlines und nicht die neue. Wir schauen mal, wie es wird, aber ist ja gar nicht schlimm. Die neue kann ich ja immer noch fliegen. Ich habe ziemlich viel Gutes gehört, gerade über den Service, über das Essen. Da ist ja auch so ein Koch mit an Bord. Deswegen freue ich mich sehr, das jetzt endlich mal fliegen zu können. Jetzt trinke ich hier noch eben einen Kaffee. Ich habe heute einfach noch nichts gefrühstückt. Wir werden gleich im Flugzeug essen. Und dann geht es in 25 Minuten auch schon zum Boarding. Auf ein geiles Video. So Leute, ich habe gerade schon mir das Flugzeug von außen angeschaut. Sehr schön, ne? Ein A330. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hier geht's rein und wir sehen uns dann gleich im Flugzeug wieder. Blend euch hier nochmal das Flugzeug ein. Flugzeug, geil, kann fliegen. Wahnsinn, ne, dass das geht. Alter Leute, ich bin gerade echt geschockt. Wie viel Platz hat man hier? Denn das ist ja der absolute Überwahnsinn. Und wir fliegen ja nur 3 Stunden. Mit dem Ding könnte ich auch gemütlich einmal um die Welt fliegen. Ich glaube, hier neben mir sitzt keiner, das ist super. Weil auf dem nächsten Flug habe ich nämlich jemanden neben mir sitzen. Ey, geile Nummer hier im A330.
Okay Leute, wir sind mittlerweile in der Luft und das Essen kam auch gerade schon. Ich bin mal echt gespannt. Ich mache den ersten Flug jetzt hier im Schnelldurchlauf. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier nur die Vorspeise ist oder ob dann gleich auch noch ein Hauptgang kommt, weil das ist ja an sich ein kurzer Flug. Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn jetzt gleich hier auch noch so ein Chicken oder so ankommt. Wir haben hier ein bisschen Schinken, wir haben hier so eine Kräutercreme, bisschen Käse, auch einen Nachtisch, glaube ich. Brötchen und eine Cola Zero. Sieht super aus, ne? Also ich bin echt total begeistert von diesem Flug. Mal eben so nach Istanbul fliegen in so einer Business Class ist schon geil. Der erinnert mich ein bisschen an einen Condor-Flug von früher, von Mallorca nach Düsseldorf ging der. Da gab es auch so eine Business Class, auch im A330. Ich glaube, den Flug gibt es leider nicht mehr. Das war der erste Business Class Flug meines Lebens. Ich esse jetzt erstmal was. Probieren wir mal, ne? Auf jeden Fall lecker. Hier unter dem Schinken war auch nochmal so ein bisschen, was ist das? Frischkäse, würde ich sagen. Machen wir mal ein bisschen Zitrone drüber. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Türkisches Sauerkraut. Ne, das ist nicht so meins. Was haben wir hier hinten noch? So eine Art Zwiebelsalat. Hier auch noch einmal das Menü eingeblendet. Neben dem Chicken hat es auch noch Fisch gegeben oder eine vegetarische Option. Geiles Wetter heute. Ey, wir fliegen gerade über München, oder? Jo, München Flughafen da unten. Müsste doch München sein, oder? Ja. Ich esse jetzt erstmal in Ruhe auf und mal gucken, ob da noch irgendwas kommt. Tatsächlich, Leute, ich bekomme noch... Also ich glaube, die Crew denkt sich auch, ob die heute im Filmstudio hier gelandet. Neben mir sitzen auch noch so zwei. Ich weiß nicht, ob die Content auf Türkisch oder Deutsch machen. Auf jeden Fall filmen die auch den Flug so ein bisschen. Ich bin echt so überrascht. Also wir haben hier jetzt wirklich noch einen Hauptgang bekommen. Chicken mit, machen wir mal einmal runter hier. Bisschen Gemüse, bisschen Tomaten. Ja, das ist schon echt absolut einzigartig auf so einer kurzen Strecke. Gibt es da noch irgendeinen Vergleich? Ich glaube nicht, oder? Da muss man Turkish Airlines schon echt loben. Richtig geil. Ich werde gleich auf jeden Fall auch mal checken, was so ein Hin- und Rückflug bei Turkish in der Business Class kostet. Jetzt von Düsseldorf zum Beispiel nach Istanbul, weil da weiß ich jetzt gar nicht. Geile Experience, also für alle von euch, die noch nie Business Class geflogen sind, das ist vielleicht mal eine gute Option. One Coke Zero, please. Coke Zero? Yes, sehr netter Steward. Das Chicken ist in Ordnung, leider irgendwie viel zu wenig Beilage. Also 90% Chicken und 3 so kleine Kartoffelwürfelchen. Das hier ist aber richtig lecker. Ist das so türkischer Milchreis mäßig? Sehr lecker. Wir können uns mal einmal ganz schnell noch hier den Sitz angucken. Hier kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr Privatsphäre machen. Schaut mal. Ja, das ist ganz nett. Hier hinter mir seht ihr das Touchpad. Haben wir schon zigmal gesehen. Die Dinger mag ich eigentlich, weil die immer zuverlässig funktionieren. Damit kannst du dann den Fernseher da steuern, ein bisschen Flight Map gerade an. Da unten hast du noch ein Staufach und ich kann mich hier wirklich komplett lang machen. Also der Platz, das ist schon wirklich super. Das kann man dann alles hier rüber steuern. Komm, legen wir uns einmal in die Waagerechte. So, jetzt gleich haben wir's. Oh ja, das ist schon gut. Super viel Platz und die Beine liegen auch frei und nicht in irgendeiner Kiste da am Fußende. Ne? Das gibt's ja auch oft. In 40 Minuten landen wir schon. Wir sehen uns in Istanbul wieder. Bis gleich. So Leute, mittlerweile angekommen in Istanbul am Flughafen. Ich bin um 16:30 Uhr aus dem Flieger raus und das Boarding für den nächsten Flug sollte eigentlich um 16:10 Uhr schon beginnen, also wäre jetzt schon dabei. Ich habe gehofft, dass ich jetzt nicht noch ewig lang laufen muss. Ich dachte eigentlich, ich habe 2 Stunden Zeit. Also was ein bisschen schade ist, die Business Class Lounge von Turkish Airlines kann ich mir jetzt sparen, weil das Boarding läuft halt schon, das Geld war zum Glück nicht weit. Ich hatte gerade schon ein bisschen Panik, muss ich sagen, weil dieser Flughafen ist ja riesig. Wir sind hier natürlich im internationalen Terminal, das ist auch ziemlich neu, sieht cool aus. Und da vorne ist mein Gate, F15 nach Taipei. KP, Digga, wie sagt man denn? Was ist das hier eigentlich für ein Wetter in Istanbul? Los geht's, das ist das Flugzeug 777. Ich denke mal, wird ähnlich aussehen wie gerade, aber das war ja gut. Hallo. Welcome on board 7K, second right. Thank you. Okay. Hier haben wir schon den Koch, wie in Österreich, bei Ausführen. Here we go. Eigentlich genau das gleiche in grün, außer in der Mitte sind diesmal 3 Plätze und das sieht ein bisschen moderner aus, ne? Also ein bisschen neuer. Also hier zu zweit mit Kollegen oder seinen Partner, Partnerin, das ist schon super, ne? So, ich habe es mir bequem gemacht. Jetzt gibt es hier erstmal einen kleinen Orangensaft, frisch gepresst. Man muss natürlich sagen, also solche Flüge kosten immer eine Menge Geld. Ich bin natürlich froh, dass da auch immer einiges reinkommt durch die YouTube-Videos und so weiter. Aber was man auch sagen muss, ich mache jetzt schon seit 10 Jahren YouTube und ich habe vor 6 Jahren angefangen selber zu investieren. Und das war eine sehr, sehr smarte Entscheidung. Thank you. Und einer App bin ich da immer treu geblieben, das ist Trade Republic. Am 6. Juli 2020 habe ich angefangen bei Trade Republic zu investieren. Und das war, wenn man jetzt langfristig schaut, wirklich eigentlich mit die beste Entscheidung
meines Lebens. Geld, das ich jeden Monat über habe, butter ich da rein und investiere dann beispielsweise in einen ETF-Sparplan. Wichtig ist direkt mal zu sagen, ihr müsst jetzt nicht reich sein, um damit anzufangen. Es lohnt sich auch schon mit wenigen Euros, 50 Euro im Monat, 100 Euro im Monat zur Seite legen und schön langfristig investieren. Trade Republic hat aber jede Menge coole Vorteile, die mir persönlich sehr gefallen, und das wären, ganz wichtig, die Trade Republic Mirror Card und das Girokonto. Die Karte hat keine monatlichen Kosten, digital nutzbar und natürlich mit jedem Smartphone kompatibel. Wenn ihr über 100 Euro abhebt, könnt ihr weltweit kostenlos abheben, das ist super geil. Und ihr könnt damit Geld in Echtzeit senden und natürlich auch empfangen. Das ist mal eine zeitgemäße Karte, oder? Auch nicht zu vergessen, wenn ihr Geld über habt und euch sagt, boah, investieren möchte ich jetzt noch nicht, ihr könnt euer Geld auch einfach auf euer Trade Republic Konto legen und bekommt dann schon mal dort jährlich 2% Zinsen drauf. Neben ETFs gibt es natürlich auch jede Menge Einzelaktien und auch Kryptowährungen, in die ihr investieren könnt, und das betrifft mich jetzt noch nicht, aber ist schon eine coole Sache. Das Kinderdepot, wenn Sohnemann oder Töchterchen auf die Welt kommt, direkt ein Depot eröffnen und fürs Kind von 13.096 kapitalertragsfreie Erträge pro Jahr profitieren. Das ist doch mal super, und nicht zu vergessen, es gibt auch 1% Safeback, wenn ihr mit eurer Mirror Card bezahlt, werden dann automatisch beispielsweise in einen Sparplan eurer Wahl gejagt. Erster Link in der Videobeschreibung, macht euch da mal ein Konto, da macht ihr nichts falsch, viele von euch haben sicherlich schon eins, und wir heben jetzt ab in Richtung Taipei. Oh, das blendet ja ganz schön hier, ne? Ey Leute, herrlich. Ich weiß gar nicht, also neben mir sitzt keiner, deswegen stört es auch keinen, dass ich ein bisschen rumfilme. Super Service, wirklich super nett, aufmerksam. 2 Köche an Bord, ich bin echt aufs Essen gespannt. Was ich aber auch noch sagen wollte eben, die Sachen, die man hier bekommt, hier sind jetzt die Slippers drin. Ah, schade, steht gar nicht Turkish Airlines drauf. Aber es ist trotzdem alles recht hochwertig, also fühlt sich zumindest so an. Hier haben wir zum Beispiel noch die Kopfhörer, extra nochmal so mit so einem Band drum. Oh, die Marke kenne ich gar nicht, Denon. Nie gehört. Naja, wahrscheinlich wieder eine Bildungslücke. Türkische Sony. Und hier haben wir auch noch das Amenity Kit. Finde ich auch ganz stylisch. Klar, das kriegst du auch ähnlich auf dem türkischen Bazar hier. Kostet dann wahrscheinlich 2 Euro, aber gefällt mir besser als bei vielen anderen Fluggesellschaften. Wir haben ja allerdings nur ein paar Socken und Zahnpasta drin. Und Handcreme. Und Thema Hochwertigkeit. Ich muss sagen, ich hatte ja schon viele Menüs von jeglichen Airlines in der Hand. Das von Emirates ist ganz nett, Singapur ist auch nett, Lufthansa First Class auch geil. Aber hier das Turkish Airlines Menü finde ich super klasse. Sieht richtig stylisch aus und hat richtig dickes Papier. Kannst du so auseinanderfalten. Die eine Seite ist türkisch, die andere Seite englisch. Super leckere Sachen. Ich habe jetzt einen Mixed Kebab bestellt, da bin ich mal gespannt. Und lasst das jetzt mal auf mich zukommen hier, das Essen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Bis gleich. Thank you, thank you. Und wir werfen mal eben einen Blick aufs Menü. Auch die Weinkarte war da so ein bisschen reingefaltet. Die gibt es dann sogar auch einmal auf Chinesisch. Gut, mit Wein kenne ich mich jetzt nicht so aus. Habe auch keinen einzigen Schluck Alkohol auf dem Flug getrunken. Und schaut mal hier bei den Vorspeisen. Das ist mal eine Ansage, wie viele Vorspeisen haben die denn? Das kann man sich alles schön zusammenstellen, werdet ihr gleich sehen. Und als Hauptgang, gut, bei meinem erster Flug mit denen muss ich natürlich den Mixed Kebab probieren. Die Desserts kommen dann wieder im Trolley. Baklava, Nougatkuchen, Eis. Es gibt eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Eine Seite weiter geblättert, liest sich dann das Frühstück auch sehr gut. Das seht ihr dann aber später. Und schaut mal hier, da kam auch schon der Koch mit seinem Wagen. Wie Turkish Airlines das umsetzt, finde ich wirklich richtig gut und versprüht auch absolut ein bisschen Luxus für den Gast. Und so sah meine Vorspeisenplatte dann aus, hat wirklich alles gut geschmeckt. Dazu gab es noch eine Selleriesuppe. Am besten gefallen hat mir dieses frittierte Dreieck. Ich habe vergessen zu fragen, was das genau war. Dafür habe ich ja euch. Also wie die hier gerade ankam, das hat mich ein bisschen an diese Bilder von vor 40 Jahren aus der First Class erinnert mit diesem Wagen. Übelst geil. Also ich habe hier jetzt eine Platte mit allem Möglichen. Lese ich euch gleich mal vor. Ich werde jetzt erstmal essen. Shrimps, Tomaten, Mozzarella, Selleriesuppe, bisschen Lachs. Sieht unfassbar gut aus, oder? Also ich habe auch Hunger. Jetzt essen wir mal hier die Vorspeisen auf. Ich glaube, so geile Vorspeisen hatte ich noch nie im Flieger, muss ich ehrlich sagen. Als Hauptgang gab es dann den Mixed Kebab mit Bulgur und gebuttertem Pide. Bulgur und Pide super lecker, das Fleisch fand ich okay, aber ist halt immer ein Problem im Flugzeug, vor allem bei Beef. Danach wurde mir dann noch diese schöne Kaffeekarte gereicht. Alle möglichen Kaffeespezialitäten, es gab sogar Hafermilch und zu meinem Nachtisch, den ich mir wieder zusammengestellt habe, bisschen Baklava, bisschen Nougatkuchen, gab es dann auch einen Iced Coffee. Das habe ich genossen mit Blick auf Baku und dann wurde auch schon mein Bettchen vorbereitet. Und hier noch ein kurzer Blick in die Toilette, Leute. Auf jeden Fall genug Platz, 10 Spiegel, zack, zack.
und ich gehe jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Mein Bett wurde gerade gemacht. Ich bin so zufrieden hier mit Turkish Airlines. Wirklich, also geile Airline. Weiter so. Dann ging es in eine waagerechte. 2 Stunden Schlaf habe ich bekommen. Ich hatte eigentlich genauso viel Platz wie im A330 auf dem Flug von Düsseldorf nach Istanbul. Hier seht ihr Islamabad, die Hauptstadt von Pakistan. Da war ich ja auch schon. Aufgewacht dann zu diesem wunderschönen, ja, türkisches Frühstück, schon so ein bisschen, ne? Vor allem was das Gebäck angeht und mein Iced Coffee dazu, den haben sie mir da hingestellt, dazu einen Joghurt, traumhaft. Leute, ich finde gerade mein Mikrofon nicht, aber das Frühstück ist auch super. Genau das, was ich jetzt brauche. Die Sonne geht gerade auf, was willst du denn mehr? Uiuiui. Das ist übrigens ein türkisch inspirierter Quarkstrudel mit Vanillesoße und Beeren, hat mich irgendwie ein bisschen an Kaiserschmarrn erinnert. Ich mache ja gerade so viel Sport. Schön entspannt aufgefrühstückt, in einer Stunde landen wir in Taipei. Ich lehne mich jetzt noch mal ein bisschen zurück, ich fliege auch dann direkt weiter, also ich muss so 3-4 Stunden in Taipei am Flughafen warten und dann ist mein Flug nach Shanghai. Aber nach Taiwan reisen wir bestimmt irgendwann auch mal. Aber jetzt bei dieser Reise habe ich da eigentlich keine Zeit für. Ich wollte einfach nach China mal. Wir sehen uns im Hotel wieder in Shanghai. Das dauert ein bisschen, da machen wir das Fazit. Gut, für euch dauert es nicht, aber für mich jetzt halt. Also Landung und dann bis später. So Leute, was geht? Ich bin mittlerweile gut angekommen in Shanghai. Gerade ist auch tatsächlich schon mein 3. Tag. Auf jeden Fall verrückte Welt, komplett andere Welt natürlich auch. Hab schon einiges gesehen, aber das werdet ihr natürlich auch in den Videos, die jetzt hier auf dem Kanal kommen, alles noch ein bisschen detaillierter sehen. Ich sitze jetzt hier, um nochmal ein Fazit zu machen zu meinem Turkish Airlines Business Class Flug, beziehungsweise zu meinen Turkish Airlines Business Class Flügen, waren ja 2. Und ich glaube, ihr habt es am Video schon gemerkt, ich war wirklich extrem begeistert, bin ich auch immer noch. Also ich habe mir schon gedacht, wird wahrscheinlich ganz cool und gut, aber dass es mich so überzeugt und so gut wird, hätte ich gar nicht mal unbedingt gedacht, weil ich sag mal, war jetzt kein besonderer Sitz, man hat eigentlich wenig Privatsphäre, hat trotzdem auch eine Menge Geld gekostet, aber ich muss wirklich sagen, ich habe mir jetzt schon ein paar Tage dazu Gedanken machen können, bin auch nochmal so alle Business-Class-Flüge, die ich so schon hatte, durchgegangen und eigentlich zum Fazit gekommen, dass es unterm Strich die beste Leistung einer Airline in Business-Class war, die ich bis jetzt erfahren habe. Natürlich nicht, was die Kabine angeht, da hatte ich schon deutlich bessere, zum Beispiel Katar, Singapur, Emirates, was weiß ich, wo man dann halt wirklich so eine nahezu geschlossene Kabine hat, einfach mehr Privatsphäre, das ist dann schon nochmal besser. Das hat Turkish Airlines ja auch, allerdings nur in den neueren Kabinen. Bei mir war es ja jetzt immer dieses 232 oder 222. Vom Gesamtprodukt her, und ich beziehe mich jetzt mal auf meinen zweiten Flug, den richtigen Langstreckenflug von Istanbul nach Taipei, war es aber wirklich unfassbar gut. Was mir noch in die Karten gespielt hat, ich hatte auf keinen Flügen jemanden neben mir sitzen, das ist dann natürlich nochmal was anderes, wenn eine fremde Person direkt neben dir sitzt oder wenn die Kabine komplett ausgebucht ist und man in der Dreierreihe in der Mitte sitzt, dann ist es natürlich nicht so gut, vor allem wenn es dann so viel Geld kostet, aber bei uns hinten war ja ziemlich viel frei und der Service war wirklich überragend. Gerade auch diese Wägen, dann mit dem Koch, dann konnte man sich immer da Sachen zusammenstellen, Vorspeisenplatte und so, dann auch Dessert. Es wurde ständig gefragt, ob ich noch irgendwas will, dann hier diese Iced Coffees und sowas. Also man hat sich schon echt sehr, sehr entspannt da gefühlt und das war vom Service und Essen her eine absolute 10 von 10. Was man aber immer sagen muss, die Crew macht natürlich auch immer was aus und ich glaube, da hatte ich auch wirklich Glück, dass ich eine tolle Crew an Bord hatte, die das alles wirklich sehr professionell und gut gemacht hat. Und Leute, was ich auch noch kurz erwähnen wollte, ich hatte während des ganzen Fluges echt halbwegs vernünftiges Internet mit dem Flugpreis drin und das ist auch nicht immer so. Ja, ich kann jedem von euch mal empfehlen, ey, Turkish Airlines Business Class, ich habe es mal nachgeguckt, von Düsseldorf nach Istanbul hin und zurück kriegt man es manchmal für unter 800 Euro, One-Way dann eher so 500 und auch der Flug war schon super. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, das zu machen und sonst, wenn jetzt halt Dubai und Katar da wieder auf sind, dann werden die Preise sicherlich auch wieder ein bisschen günstiger. Dann kann man auch mal Langstrecke mit Turkish Airlines sehr, sehr gut fliegen und ich bin mir sicher, es wird richtig gut und vor allem ab Europa über Istanbul gibt es dann ja so viele Verbindungen in die ganze Welt. Ich glaube, ihr merkt, mir hat es gut gefallen. Bei Austrian war es ja auch super gut, also da hat alles auch unfassbar gut geschmeckt, Service war
auch klasse. Aber bei Turkish Airlines waren es jetzt noch mal ein paar Prozent besser. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das Video nur so kurz ist, weil ich habe eigentlich so viel gefilmt, aber irgendwie habe ich oft auch nicht dabei geredet. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Ich werde auf jeden Fall irgendwann bald auch mal die ganz neueste Business Class von Turkish Airlines ausprobieren. Dann auch mit Lounge in Istanbul nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit. Das war ein bisschen unglücklich. Kann man nichts machen. Abonniert den Kanal, checkt auf jeden Fall Trade Republic aus. Vielen Dank fürs Sponsoren des Videos und ja, auf geile Videos hier aus China. Werden sicherlich richtig coole kommen. Haut rein, Leute. Ciao.